Kollagen zum Trinken. Hilft es wirklich bei Gelenkproblemen? Deine Knie knacken beim Aufstehen, die Hüfte meldet sich nach einem langen Spaziergang und selbst nachts spürst du ein Ziehen in den Gelenken. Millionen Menschen kennen dieses Problem. Und genau hier setzen Hersteller von Kollagenpulvern an. Sie versprechen, dass ein täglicher Drink aus weißem Eiweißpulver Schmerzen lindern, Beweglichkeit zurückbringen und sogar den Verschleiß verlangsamen kann. Aber stimmt das wirklich? Oder ist es nur ein teurer Hype, der Hoffnungen schürt, ohne echte Ergebnisse zu liefern? In diesem Video schauen wir uns an, was Kollagen in deinem Körper tatsächlich macht, welche Studien es gibt und wo die Grenzen liegen. Am Ende weißt du, ob sich der Griff zum Pulver lohnt oder ob du lieber andere Wege gehen solltest. Gelenkprobleme gehören zu den häufigsten Beschwerden beim Älterwerden. Ab 40, spätestens ab 50, fangen viele an, Schmerzen in Knien, Hüften oder Schultern zu spüren. Knorpel nutzt sich ab, die Bewegungen fühlen sich steif an und manchmal reicht schon eine längere Autofahrt, damit man sich wie eingerostet fühlt. Das ist nicht nur körperlich belastend, sondern auch psychisch. Viele ziehen sich zurück, verzichten auf Sport oder Hobbys und verlieren dadurch noch mehr Lebensqualität. Schmerzmittel helfen zwar kurzfristig, belasten aber den Magen oder die Leber. Operationen wie ein künstliches Kniegelenk sind ein großer Eingriff und oft nur der letzte Ausweg. Kein Wunder also, dass Nahrungsergänzungen wie Kollagenpulver boomen. Sie klingen nach einer einfachen Lösung. Täglich einen Drink und die Gelenke bleiben geschmeidig. Aber so einfach ist es leider nicht. Um zu verstehen, ob Kollagenpulver wirklich helfen kann, müssen wir uns erst einmal anschauen, was Kollagen überhaupt ist und welche Rolle es im Körper spielt. Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein in unserem Körper. Es macht fast 1/3 aller Proteine aus und steckt in Knochen, Sehnen, Bändern, Knorpeln, Haut und Bindegewebe. Es ist das Material, das Stabilität gibt, Elastizität ermöglicht und unsere Gelenke wie ein Dämpfer schützt. Das Problem: Mit zunehmendem Alter baut der Körper weniger Kollagen auf. Ab Mitte 30 verliert man jedes Jahr rund 1–2%. Haut wird schlaffer, Knorpel dünner und die Belastbarkeit der Gelenke nimmt ab. Genau hier setzen Kollagenpulver an. Es handelt sich dabei meist um hydrolysiertes Kollagen, also in kleine Bausteine zerlegt, die der Körper leichter aufnehmen kann. Die Theorie: Diese Bausteine regen den Körper an, neues Kollagen zu bilden und Knorpelstrukturen zu stärken. Studien geben Hinweise darauf, dass das funktionieren kann. Zum Beispiel zeigten Untersuchungen bei Menschen mit Arthrose, dass Schmerzen nach einigen Monaten Einnahme spürbar zurückgingen und die Beweglichkeit zunahm. Auch Sportler berichteten von weniger Knieschmerzen nach intensiven Trainingseinheiten, doch die Wirkung ist nicht bei allen gleich. Manche spüren eine Verbesserung, andere merken gar nichts. Und viele der Studien wurden von den Herstellern selbst finanziert. Das macht die Ergebnisse nicht wertlos, aber es ist ein Grund zur Vorsicht. Unabhängige Forscher bestätigen zwar, dass es positive Effekte gibt, fordern aber mehr Daten, um die Wirksamkeit klarer zu belegen. Wenn du überlegst, Kollagen auszuprobieren, solltest du realistische Erwartungen haben. Es ist kein Medikament, das Schmerzen innerhalb weniger Tage verschwinden lässt. Erste Effekte zeigen sich, wenn überhaupt, nach 8 bis 12 Wochen. Am besten wirksam scheint hydrolysiertes Kollagen zu sein, also Peptide, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Wichtig ist auch die Kombination mit Vitamin C, weil es die körpereigene Kollagenbildung unterstützt. Aber Kollagen allein reicht nicht aus. Gelenkprobleme haben viele Ursachen: Übergewicht, zu wenig Bewegung, Fehlbelastungen oder entzündliche Prozesse. Wenn du das Pulver trinkst, dich aber ansonsten kaum bewegst und die Gelenke weiter überlastest, wirst du wenig merken. Richtig stark wird Kollagen nur als Teil eines Gesamtpakets: mäßige Bewegung, insbesondere gelenkschonender Sport wie Schwimmen oder Radfahren, gezieltes Muskeltraining zur Entlastung der Gelenke, eine entzündungsarme Ernährung mit viel Gemüse, Omega-3-Fettsäuren und wenig Zucker, dazu ein gesundes Körpergewicht. Kollagenpulver kann dann ein unterstützendes Extra sein, ein kleiner Baustein in einem großen System. Das Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Studien zeigen, dass Menschen, die Kollagen einnehmen und gleichzeitig ihre Lebensgewohnheiten anpassen, am meisten profitieren. Das liegt daran, dass der Körper nicht isoliert arbeitet. Ein Drink am Morgen kann helfen, aber nur, wenn auch die anderen Bedingungen stimmen. Zum Beispiel: Muskeln sind wie ein Schutzschild für die Gelenke. Je stärker sie sind, desto weniger Belastung landet direkt auf Knorpeln und Knochen. Wer also Kollagen nimmt und gleichzeitig ein moderates Krafttraining betreibt, kann die Wirkung verstärken. Auch Entzündungen spielen eine große Rolle.
Chronische Entzündungen im Körper beschleunigen den Abbau von Knorpel und verschlimmern Gelenkschmerzen. Hier wirkt Ernährung wie Medizin. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch oder Leinsamen, Gewürze wie Kurkuma oder Ingwer und viel buntes Gemüse haben nachweislich entzündungshemmende Effekte. Und dann gibt es noch den Lifestyle-Faktor: Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum hemmen die Kollagenproduktion im Körper massiv. Schlafmangel stört die Regeneration zusätzlich. All das zeigt, Kollagenpulver kann eine sinnvolle Ergänzung sein, aber der wahre Gamechanger ist die Kombination aus Supplement, Bewegung, Ernährung und Lebensstil. Wer das versteht, geht weg vom Wundermitteldenken und hin zu einer nachhaltigen Strategie, die die Gelenke langfristig schützt. Kollagenpulver ist kein Zaubertrank, aber auch kein reiner Hype. Für manche Menschen mit Gelenkproblemen kann es eine spürbare Unterstützung sein. Entscheidend ist, dass du es nicht isoliert betrachtest, sondern als Teil eines Gesamtpakets. Bewegung, Ernährung, gesunde Gewohnheiten und Geduld sind die Basis. Kollagen kann diesen Weg ergänzen. Wenn du es ausprobierst, setze dir einen realistischen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten, bevor du beurteilst, ob es dir hilft. Und denk daran, jeder Körper reagiert anders. Am Ende gilt, wie so oft in der Gesundheit, die Kombination macht den Unterschied. Hast du selbst schon Kollagen ausprobiert? Und wenn ja, was hat es bei dir bewirkt? Schreib es in die Kommentare, damit wir gemeinsam von den Erfahrungen lernen können. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe geht raus an dich.